So, ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal, der Outdoor-Schwabe. Und im heutigen Video geht es nicht um meine Brille, die ich jetzt brauche. Leider, weil ich halt älter werde und nicht mehr so gut sehe. Also ich bin auch keine 60, keine Angst. Hätte mich gut gehalten wahrscheinlich. Spaß. Ja, worum geht es in dem heutigen Video? Im heutigen Video geht es darum, um meinen zweiten Overnighter, den ich jetzt gemacht habe. Der erste, der auf Video ist. Den allerersten Overnighter habe ich nicht aufgenommen damals. Das war eigentlich eine Selbsterfahrung, die ich machen wollte. Deswegen habe ich das nicht aufgenommen. Ähm, Der letzte Overnighter, den ich jetzt gemacht habe, um den geht's, um meine Ausrüstung. Was kann ich euch empfehlen? Was kann ich euch nicht empfehlen? Wo muss man vielleicht ein bisschen mehr investieren? Was war geil, was war nicht so geil? Und natürlich auch die Eindrücke nachts im Wald. Möchte ich euch ein bisschen was nahebringen? Wir machen das ganze Ding heute wieder mit einem kleinen Flasch Bier. Wie immer, in der Outdoor-Ecke. Braucht man auch ein bisschen, bisschen Genuss. Ja? Und ja, ich habe jetzt beschlossen, ich nutze die Outdoor-Ecke jetzt nicht nur als Outdoor- und Gegenstands-Review-Ding, sondern ich benutze es vielleicht auch als mein kleines Aftertalk, wenn irgendwas Cooles war im Wald, wo ich sage, da möchte ich nochmal drüber sprechen, das möchte ich euch vielleicht noch ein bisschen besonders nahelegen. Dass wir einfach da ein bisschen einen Talk haben, ein bisschen, dass ihr ein bisschen was mitkriegt, was so abgeht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Zuhören. Und vielleicht lernt ihr was Neues von mir. Vielleicht, ja, wie gesagt, das ist kein Lehrkanal, aber vielleicht guckt irgendein Anfänger zu und denkt sich, na, das wollte ich wissen. Genau deswegen habe ich das Video angeguckt. Ja, und das würde mich freuen, wenn ich euch weiterhelfen kann. Und in dem Sinne, bis gleich. Jo, ich habe mein Bier jetzt schon geöffnet. Ich habe auch schon einen Schluck rauskredenzt. Ja, was möchte ich euch erzählen? Also, was ich euch erzählen kann und was ich euch wirklich nahelege, ist jetzt im Sommer oder im Frühjahr, geht da in den Wald. Fangt nicht direkt im Winter an, das ist hart. Ähm, Geht einfach jetzt in den Wald, wenn ihr anfangen wollt mit dem Hobby, weil der Wald hat jetzt so eine unglaublich krasse Energie, gerade jetzt im Frühsommer, weil die Blätter sind alles saftig grün, die Sonne scheint durch. Ihr habt, ja, ich weiß nicht, also ich finde, das Feeling ist tagsüber einfach voll krass und richtig schön und es tut auch wirklich, wirklich gut. Also wenn man da unter dem Blätterdach sitzt und alles grün ist und ja, die Blumen sprießen und blühen und machen und ja, geil. Das Einzige, was nicht so geil ist, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr schlafen wollt im Wald, sind die Fliegen. Fliegen gab's. Ich hatte zum Glück einen richtig geilen Zecken- und Fliegenschutz vom DM, ist der relativ günstig. Das ist vom DM der Zecken- und Fliegenschutz. Äh, Premium heißt der, glaube ich. Premium. Ähm, Aber der war echt gut und der hat auch geholfen. Ich hab das gemerkt, dass der Schutz nachgelassen hat, weil dann die Fliegen schon wieder gekommen sind. Ich habe es aufgesprüht, Fliegen waren weg. Ja, und dann hat er noch dazu beigetragen, bei Fliegen Fliegenschutz, also Moskitonetz, sowas. Ähm, Haben wir hier, kann ich euch empfehlen, wirklich. Gibt es auch, also meins war nicht teuer, das hat, glaube ich, wirklich nur 20 € gekostet. Dementsprechend bin ich auch gespannt, dementsprechend bin ich auch gespannt, wie oft das nutzbar ist, wann es irgendwann mal kaputt geht. Aber es ist ziemlich feinmaschig und da kommt nichts durch. Also, und das ist komplett, also es ist wie ein Zelt quasi, nur als Fliegenschutz und damit bist du safe. Also ich war auf jeden Fall sicher. Und das hat mir auch nochmal ein kleines Gefühl von, ich bin wo drin, ich bin da safe. Dann bin ich zwar nicht, egal was da kommt, Fliegennetz, der ist nur safe vor Fliegen oder sowas, aber jetzt nicht vor allem anderen. Aber trotzdem war das so ein kleines Gefühl. Dann, wenn ihr das Gefühl haben wollt von ein kleines bisschen Sicherheit, baut euch um euer Lager so kleine Zäune rum und sowas. Tut ganz gut für den Kopf, weil, ja, ganz offen, das habe ich bei meinem allerersten Overnighter gemacht und ich habe dann in so einer kleinen Lichtung geschlafen im Wald. Da war nix. Da waren Bäume drumherum und dann war eine kleine Fläche Wiese. Und ich habe auf der Wiese geschlafen, habe mein Tarp quasi mit einem Diamantaufbau an einen Baum gespannt und habe direkt in den Wald reingeschaut.
Ja, ich habe nicht geschlafen. In der Nacht habe ich gar nicht geschlafen. In der letzten Nacht habe ich wenigstens ein bisschen was geschlafen. Zwar auch nicht lang, aber wenigstens ein bisschen. Ähm, aber in der ersten Nacht habe ich gar nicht geschlafen. Deswegen, wenn ihr das Gefühl von Sicherheit braucht, ein bisschen, und ich schwöre euch, das braucht ihr, dann macht's so, dass ihr euch ein bisschen was drumherum baut. Gerade wenn ihr nicht in der Hängematte schlaft oder so, ist das wirklich, wirklich gut für den Kopf. Jo. Was kann ich euch empfehlen? Ausrüstungstechnisch, wie gesagt, Fliegennetz, richtig gute Sache. Ich benutze immer mein Poncho als Unterlage. Jetzt für den Winter wäre vielleicht auch als Schlafunterlage so eine Elefantenhaut oder sowas, wäre vielleicht nicht schlecht. Ist ein bisschen dicker wie der Poncho. Poncho tut es bei mir jetzt aber soweit ganz gut. Ähm, Was ich euch auf jeden Fall nahelegen möchte, ist, wenn ihr im Wald schlafen wollt, dann besorgt euch, also nicht, wenn ihr nicht in der Hängematte schlafen wollt, sagen wir so, dann besorgt euch eine richtig gescheite ISO-Luftmatratze. Weil die Luftmatratze, die ich habe, die ist gar nichts. Das ist wirklich nur eine kleine Luftmatratze zum Aufpumpen mit so einer Handpumpe dran. Pumpt man dann auf, und dann hat man schön so ein Karo-Muster, wo man drauf liegt. Man liegt wirklich gut auf ihr, aber die isoliert nicht. Und dementsprechend war dann nachts halt auch so, weil kalte Luft komprimiert sich und dann habe ich das Gefühl gehabt, in der Isomatte ist kaum noch Luft. Ich habe auf der Isomatte, auf der Luftmatratze richtig scheiße geschlafen. Und das kann ich euch nahelegen, wenn ihr das machen wollt. Dann holt euch eine richtig gute Isomatte, gebt da wirklich ein bisschen Geld aus. Das mache ich jetzt dann auch demnächst. Ich benutze jetzt zwar noch im Sommer, geht es noch ein paar Mal jetzt, wenn die Nächte auch ein bisschen wärmer sind, ist das okay, aber wenn es dann so Richtung Herbst geht, dann werde ich schon mal auch in die Tasche greifen und mal den Batzen hinlegen. Ja, schlafsacktechnisch war ich mit meinem Winterschlafsack eigentlich gut bedient. Wenn er zu gewesen wäre, wäre es richtig komfortabel gewesen. Aber da Stella dabei war und die immer zu mir rein wollte in den Schlafsack, musste ich, ja, beziehungsweise sie war die erste, wo drin war. Und dann habe ich mich da rein und dann ging der nicht mehr zu, weil mit Hund und Mensch, das ist einfach, ja, und dann Stella hat sich noch rumgedreht und rumgewälzt und natürlich war mein Kopf auch nicht frei. Also es war jetzt nicht so, dass ich da drin gelegen bin und mir gedacht habe, jo, ich schlafe jetzt. Sondern es war so, ah, fuck, jetzt ist Zappenduster hier und es ist gar nichts mehr. Und ich lasse dann nachts immer noch ein bisschen die Petroleumlampe leuchten, dass ich wenigstens ein kleines bisschen, ja, da denke ich mir immer, die Wildtiere sehen Licht, denken sich, oh nee, da müssen wir nicht hin. Gehen wir weg. Ja, Wildtiere werden wahrscheinlich nachts sowieso nicht ans Lager kommen, außer ihr habt irgendwo Essen offen liegen. Da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr euer Essen oder euer Geschirr oder was ihr benutzt nicht richtig auswascht oder halt nur so ein bisschen. Und wenn ihr das auswascht, dann wascht es ein bisschen weiter weg von eurem Lager aus. Weil die Wildtiere riechen das, gerade Wildschweine und sowas, Aasfresser, die kommen dann her und denken sich, oh geil, da gibt's was zum Essen. Schnabulieren, Schlabulazzi, dann gehen wir mal hin. Ja, solche Gedanken hast du dann auch im Kopf nachts. Ja, so, fuck. Nicht, dass die irgendwas riechen, habe ich alles. Und dann guckst du nochmal. Und sowas bei mir auch. Und ja, aber ich muss euch sagen, ich möchte euch jetzt hier keine Angst machen oder sonst irgendwas. Macht es einfach, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht es. Weil es einfach eine unglaublich krasse Erfahrung ist. Und man lernt nochmal so viel über sich selber und über seine Sinne, die man hat. Man hört auf einmal gefühlt fünffach besser. Und man nimmt Dinge ganz anders wahr, wenn da irgendwo, weil tagsüber hast du immer noch Geräusche, Vögel zwitschern, der Wind weht und nachts habe ich so das Gefühl, der Wind weht nicht mehr. So alles ausgeschaltet, so alle Geräuschkulissen zapp, 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 zapp aus und nur noch Kamera Action, jetzt fällt ein Ast. Und du denkst dir so, fuck, was war das? Und Stella war dann natürlich auch so nachts, die hat auch Sachen gehört. Natürlich haben Hunde noch ein viel besseres Gehör als wir, die hören das wahrscheinlich auf hunderte oder Kilometer weit Entfernung, durch den Wald sowieso. Ähm, Die ist dann dreimal nachts aufgewacht und hat geknurrt. Und ich habe mir so eingeschissen. Ich habe gedacht, jetzt steht irgendwas vorm Tarp. Und ich habe vorsichtig die Kopflampe angemacht. Ja, war nichts. Dreimal war nichts. Und ja, klar, irgendwann, wenn es dann so eins war, dann war es zwei, dann war es drei, dann war es vier und das ist so, dann denkt man sich so, wann ist jetzt die Nacht endlich vorbei? Wann ist die Nacht endlich vorbei? Aber wenn dann die Nacht vorbei ist und du morgens aufwachst und du hörst die ersten Vögel zwitschern und sowas,
äh, dann denkst du dir so, fuck Mann, warum hatte ich eigentlich so Angst? Und das ging mir dann am nächsten Tag auch so durch den Kopf. Klar, ich war vollkommen am Arsch, ich war erledigt von der Nacht, ich habe so beschissen geschlafen wie lange noch schon nicht mehr und ich habe 2 Kinder. Aber da habe ich wirklich kacke geschlafen. Und ja, aber macht es. Wenn ihr Bock drauf habt auf das Ding, rausgehen in den Wald, schlafen oder was weiß ich was, macht es. Mein nächstes Ding, was ich jetzt habe, was ich jetzt so ein bisschen mir vor ein paar Tagen mal auf die Agenda gesetzt habe, ist mal eine Hängematte zu holen und das ganze Ding mal in der Hängematte zu machen. Mal gucken, wie es so ist. Wie schläft man in der Hängematte? Vom Aufbau her, wie funktioniert sowas? Erstmal tagsüber wieder testen, dann mal öfters mal mit der Hängematte raus, einfach mal Probe, tagsüber mal in der Hängematte chillen. Ja, und dann mal wieder mit der Hängematte rausgehen, schlafen. Vielleicht ist mit der Hängematte auch anders, wenn man einfach das Gefühl hat, okay, ich bin weg vom Boden, mir kann niemand was. Vielleicht schläft man da auch besser. Gut, wenn man auf einer Luftmatratze schläft oder auf einer Isomatte oder so, die rutscht ein bisschen. Außer du hast eine Elefantenhaut. Ich weiß nicht, wie es mit dem Rutschding ist bei der Elefantenhaut. Ähm, alles rutscht, der Schlafsack rutscht von der Isomatte runter und das war schon alles ein bisschen krampfig. Aber je öfter man das macht, desto einfacher wird es, glaube ich, denke ich mal, so wie mir jetzt auch schon erfahrenere Kollegen hier auf YouTube geschrieben haben, gerade in der Kommentarfunktion, dass es einfach, irgendwann wird es besser. Ja, das ist wie Fahrradfahren. Beim ersten Mal fliegst du hin, beim zweiten Mal schaffst du 100 Meter und beim dritten Mal geht es schon fast wie von alleine. Und deswegen werden wir das einfach noch ein paar Mal machen. Ich nehme euch natürlich auch jedes Mal mit. Ich nehme euch natürlich auch jedes Mal mit in den Wald, wenn ich irgendwas wieder anderes mache, wenn ich wieder irgendwelche Projekte habe oder so, wo ich mir denke, kommt, das könnte ich euch zeigen oder das könnten wir zusammen machen. Ich nehme euch mit, wenn ich habe voll Bock auf sowas und ähm, ja, also für jeden, der Bock hat, im Wald zu pennen, mach's. Das ist eine Erfahrung, du wirst dankbar sein dafür. Ja? Und du lernst den Wald ganz anders zu schätzen. Also ich bin wirklich ein Freund des Waldes geworden jetzt in dem letzten Jahr. Ja? Also ich lerne den Wald jedes Mal, wenn ich in den Wald gehe, einfach nochmal ein kleines Stück besser kennen. Und ein kleines Stück mehr zu schätzen. Ja? Und man muss einfach auf sowas aufpassen, weil Wälder sind halt schon einfach, ja, Tankstellen für die Seele. Ja? Ist so. Ähm, jo, viel Gelaber, wenig Ausrüstungsgelaber, aber ich habe noch eine Sache. Eine Sache habe ich noch. Bier. Müssen wir mal einen Schluck nehmen. Eine Sache habe ich. Und zwar habe ich hier meinen kleinen Hobo. Ja? Mein Hobo ist ich muss es jetzt diesmal wirklich richtig aussprechen, weil ich es jedes Mal falsch sage. Ähm, Feuerschutzfeste Matte. Kann ich empfehlen. Nehmt sie mit. Kauft euch so ein Teil. Die ist auch schon gut. Alter. Ja, die müssen wir mal ausklopfen oder so. Aber das muss so. Das muss einfach so. Das muss so. Ja? Ähm, der ist von. Ja, Liksada. Ich darf das nicht immer falsch sagen. Ist doch bescheuert. Es ist ein steckbares Teil, ja. Steckbar. Auf jeder Seite kann man es einstecken. Finde ich persönlich für den Anfang okay. Jetzt, wo ich ihn ein paar Mal benutzt habe, geht es mir manchmal ein bisschen auf den Zeiger, weil es halt einfach, ja, es ist nervig, das Teil wieder einzustecken. Wieder das reingefummelt. Dann hat er sich ein bisschen verbogen von der Hitze, Kälte und so. Ja, letztens war ich ganz dumm, wo ich da im Wald geschlafen habe, gerade weil ich immer gedacht habe, oh, Alter, das sind ein paar Flugzeuge über den Wald geflogen. Ich habe gedacht, die sehen das. Schnell mit Wasser das Ding ausgemacht. Ja, jetzt hat sich halt der Boden total verbogen. Aber das sind Sachen, deswegen kauft man am Anfang erstmal günstig, dass man erstmal seine Erfahrungen macht. Wie funktioniert etwas, das ich benutze? Und dann kann man mal in was Teureres investieren. Und so bin ich jetzt auch drauf. Ich sage jetzt einfach, das Teil hier, das benutze ich jetzt wirklich so lange, bis es so verbogen ist, bis gar nichts mehr geht. Klar kann man es auch ein bisschen zurückbiegen wieder, das werde ich auch machen. Aber bis dato werde ich jetzt da nicht in ein mega heftig teures Ding rein investieren von Bushbox oder was weiß ich was, wo an die 100 Euro kostet.
Klar, 100 Euro ist dann auch wieder hat dann wieder seinen Wert. Und das ist dann aber ein ganz anderes Benutzen. Ja? Aber für jetzt reicht das Teil noch. Ich werde euch jetzt noch meine Luftmatratze zeigen. Ganz, ganz ein günstiges Ding. Ich glaube 40 oder 50 Euro. Es ist okay, es ist wirklich okay. Und für den Sommer, denke ich mal, also für Sommernächte, wenn es nachts noch an die 9 Grad hat oder so, und dann geht es auch, dann ist es auch okay. Nur man muss halt immer so denken, im Wald ist halt die Feuchtigkeit im Boden nochmal ganz anders. Ja? Und durch das, dass halt die Luft abkühlt nachts, kühlt natürlich auch die Erde ein bisschen mit ab. Und das geht dann halt alles durch so eine günstige Luftmatratze, Isomatte ist ja nicht, geht es dann halt direkt durch. Ja? Ähm, so an sich finde ich das Teil nicht schlecht. Also zum Campen oder sowas wirklich toll. Ich werde es, wie gesagt, auch jetzt noch weiterhin benutzen, weil ich es einfach so an sich nicht schlecht finde. Ist selbst aufblasend. Das einzige Problem ist halt, dass in den Kammern, die das Ding hier hat, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, das hat hier so Luftkammern und in den Kammern ist dann die Luft drin. Ja, ist ja klar. Und, und nachts, wenn halt die Luft im Wald abkühlt, kühlt natürlich auch die Luft in eurer Luftmatratze ab. Und dann komprimiert die sich und eure Luftmatratze wird halt dünner. Und das ist bei der halt ganz krass der Fall. Ich bin nachts einmal, musste ich alles wegmachen und die Luftmatratze nochmal neu pumpen, weil ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Ja, ich baue es jetzt einmal auf, dass ihr das seht. Und dann werde ich sagen, was kann ich euch noch erzählen? Ja, das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, geht raus in den Wald, macht es. Macht's einfach. Wald ist geil. Also wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, ist Wald auch nicht geil. Dann man muss halt Lust dazu haben. Ja? Und wenn man sich denkt, ah, das könnte ich auch mal machen, boah, da hätte ich wirklich, wirklich Bock dazu, dann mach's. Geh da raus. Geh einfach raus. Du musst jetzt nicht den teuersten Rucksack kaufen, die übelst krasse Ausrüstung und was weiß ich was und dies und das und das und jenes noch dazu. Ähm, Kauf dir einfach mal ein gescheites Messer. Das ist schon mal wichtig. Du kannst dir am Anfang mal ein günstiges Tab holen, wo du dir aufspannst, bisschen spannen lernst, bisschen die Knoten lernst. Ich weiß auch noch nicht alle Knoten. Werde vielleicht auch noch mal ein Video machen über meine Knoten, die ich so verwende und wie ich die knote. Weil ich meine, ja, da gibt es Regeln. Viele Leute meinen, dass es Regeln gibt. Es gibt keine. Der Knoten muss genau so geknotet werden, sonst funktioniert es nicht. Ich knote meine Knoten funktionsmäßig. Ich knote und es muss funktionieren. Schnell lösbar, aber es muss halten. So. Und die werde ich euch dann zeigen. Werde ich mal ein Video machen. Ja, das muss ich mir mal aufschreiben, dass ich das mache. Wäre vielleicht ein cooler Beitrag. Ja. Jetzt Schluck und dann machen wir einen Cut und dann sehen wir uns bei der Isomatte. So, Freunde. Das hier wäre der Gerät. Hat hier drinnen Knöpfe. Ja. Da kann man dann, wenn man eine zweite Isomatte hat, eine zweite Luftmatratze, ich sage immer Isomatte, eine zweite Luftmatratze hat, kann man die quasi miteinander verbinden und man hat eine doppelte Luftmatratze. Für entweder besseren Komfort oder man kann zu zweit als Ehepaar sich sein Ehebettchen machen im Wald. Ja, völliger Schwachsinn. Wer alleine im Wald geht, braucht keine zwei Luftmatratzen, der nimmt sich eine mit und dann ist gut. Ähm, Vom System her finde ich die Luftmatratze sehr, sehr schön. Auch von der Farbe her finde ich die sehr, sehr schön. Das Olivgrün ist toll. Mir gefällt es sowieso. Man hat hier hinten, das ist quasi das Pumpteil hier. Da hat man einen Einlass. Ja, mit einer Membran hier drin. Und hier ist das Gegenstück am Fuß. Nee, nee, das ist das Kopfteil. Am Kopfteil, das muss man dann schließen. Macht man zu. Und hier hat man nochmal eine kleine Öffnung, da kann man ein bisschen Luft rauslassen, ja. Wenn's, wenn man es braucht. Dann lässt man das hier offen. Jetzt pumpt man das einmal auf. Hier muss man dann immer wieder
drücken. Am besten wir drehen sie einmal um. So, so macht es schon viel mehr Sinn. Und jetzt, da hier halt die Luft auch wärmer ist natürlich 0, nix aufgeblasen. Ne? So, dann machen wir wieder zu. Und das geht ein bisschen schwergängig. So. Und jetzt haben wir hier eine richtig geile Isomatte. Also schläft sich auch bequem drauf, wenn man komplett drauf liegt. Verteilt sich das Gewicht auf die verschiedenen Sechsecke hier. Ja, verteilt sich das Gewicht drauf schön. Seitlich schlafen, also wer viel seitlich schläft, der holt sich am besten eine andere Isomatte. Das muss ich auch schon, die Erfahrung musste ich auch schon machen. Man hat sogar ein kleines integriertes Kopfkissen. Finde ich schön. Also ist eine bequeme Luftmatratze, ja. Aber wie gesagt, wenn die Luft halt kälter wird, dann geht halt auch, komprimiert sich halt auch die Luft. Kalte Luft zieht sich zusammen, war schon immer so. Und dementsprechend hat man dann hier halt auch weniger Luft drin. Also holt euch eine gescheite Luftmatratze, ja. Das ist nichts, das ist zum irgendwo übernachten oder sowas ist das cool. Aber zum richtig im Wald schlafen, wenn man kältere Temperaturen hat nachts oder so, ist diese Luftmatratze leider nix. Musste ich jetzt knallhart feststellen. War beim ersten Mal schlafen tatsächlich anders. Das war aber auch Anfang September, also Ende August, da waren die Nächte noch ein bisschen wärmer. Ja, so ist es halt. Also diese Isomatte, Luftmatratze, wurde sogar als Isomatte beworben. Deswegen hat es mich verwundert. Aber es ist halt keine Isomatte. Ja. So, Luft rauslassen, auch ganz easy. Hier hinten haben wir das Ventil. Das machen wir einfach komplett auf. Dann kann man die zusammenlegen. So, und schon ist sie wieder glatt. Dann legt man die wieder sauber zusammen. So. Und so. Dann kann man die Knöpfchen hier zu machen. So viel Zeit habe ich mir beim Wald jetzt natürlich nicht gelassen. Ich habe es einfach zusammengefaltet, zusammengerollt und eingepackt. Fertig. Aber das hier knöpfen wir jetzt mal schön zu. So wie es sich gehört. Und da unser Ventil, unser Auslaufventil, unser Ausgangsventil hier oben ist, fangen wir unten bei der Pumpe an und rollen die ganze Schoße einmal sauber auf. So, und das war's. Funktion, Bombe. Also von der Funktion her, Bombe das Teil. Schnell aufgebaut, schnell abgebaut. Mega gut. Ja, das wäre es mal zu dieser Luftmatratze. Ja, also wie gesagt, wer es schön haben möchte, bequem haben möchte, schlafen, eventuell wirklich ein paar Stunden schlafen möchte und die bequem, dann holt euch am besten eine gescheite Isomatte. Am besten auch so eine aufblasbare Isomatte mit so einer Pumpe drin oder gibt es auch welche mit so einem Luftsack, die man dann aufpumpt. Habe ich schon gesehen. Ich weiß noch nicht, für was ich mich als nächstes entscheide. Ich finde die nicht schlecht. Also für den Sommer, denke ich mal, bei Sommernächte wird es wahrscheinlich funktionieren. Das werde ich jetzt testen. Dann werde ich natürlich nochmal euch ein Feedback geben. Aber gerade für kältere, herbsttechnisch oder sowas, weiß ich nicht, kommt man mit der halt einfach nicht so ran, gerade auch früher.
tagsüber brutal warm, nachts kalt, bam, Isomatte, keine Luft mehr drin. Luftmatratze, sorry. Ja, aber für die ganz Hardcore-Leute, die sagen, ich will den Waldboden spüren, der geht am besten mit der dann im Frühjahr oder im Herbst in den Wald, weil da wird er jedes Ästchen oder jede Wurzel unterm Arsch merken. Aber ja, für die, die es wirklich ein bisschen bequemer haben wollen, die sagen wollen, ich möchte da eine bequeme Nacht haben. Und das ist ja auch nicht zu verdenken. Ich meine, man geht ja im Wald, um zu schlafen. Und wer schlafen möchte, der will ja nicht sich das Kreuz verrenken nachts. Hauptsache, ich lieg irgendwie bequem. Deswegen investiert da ein bisschen Geld. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das öfters machen, dann nehmt Geld in die Hand und holt euch eine gescheite ISO-Matte. Selbst aufblasen oder so. Ja, was kann ich noch sagen? Was ich noch sagen kann, ist tarptechnisch bin ich zu 100% zufrieden. Ja, also Mudguard hier, Mudguard Tarp, mächtig. Also auch von der Verarbeitung her, die Schlaufen und die Ösen, wo da eingearbeitet sind, die heben. Also heben heißt, die halten. Ja. Und Bombe, einfach Bombe, bin ich sehr, 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 sehr zufrieden damit. Kann ich nur weiterempfehlen. Mudguard auf Amazon. Ich glaube, das Tarp hat damals, wo ich es gekauft habe, 60 Euro rumgekostet. Kein Geld kaputt gemacht und ihr habt wirklich sehr, sehr tolles Tarp. Ähm, ja, was kann ich euch denn noch sagen? Was gibt's noch? Wie gesagt, mit den Döschen, das habe ich euch ja schon mal erklärt. Ähm, macht sowas, wenn ihr es ein bisschen ordentlicher haben wollt. Das habe ich jetzt in der Nacht auch wieder gemerkt. Man hat einfach alles parade. Es ist einfach alles, okay, ich weiß, das ist da drin, das ist da drin, das kommt da wieder rein, das kommt da wieder rein. Man baut morgens auch viel einfacher ab, weil man einfach weiß, das kommt da rein, das ist da, das ist da. Oder wenn man zwischendurch aufräumt, wenn man es nicht mehr braucht, dann räumt man es da rein, tut es in den Rucksack oder ins Mini-Bag bei mir und dann passt es. Die Sache ist gegessen. Also es hat sich wirklich, für mich hat sich mein System, wie ich das jetzt mache, und genau das ist ja auch so, jeder, der sich sein eigenes System entwickelt, ähm, und mit seinem System oder an seinem System arbeitet, der weiß ja, was er hat und ich bin wirklich zufrieden. Also so, wenn ihr das auch so haben wollt, macht es so. So Schatullen, Schächtelchen. Wie gesagt, das kriegt ihr überall, wo eine Metalldose ist. Ich habe jetzt hier noch ein paar bekommen. Eine alte Nivea-Dose, eine alte Filmdose oder was das ist. Von meinem Schwager. Das ist zum Beispiel auch eine geile Dose. Da werde ich auf jeden Fall auch irgendwas draus machen, denke ich mal. Ähm, müssen wir mal schauen. Und sowas ist cool. Also Metalldosen für so ein Ding, für so ein Hobby, mega cool. Rein ins Feuer, einmal brünieren das Ding und dann ist gut. Und dann passt es. Also so ein System kann ich euch empfehlen. Ja, was noch neu ist und was ich jetzt zum Abschluss von dem Video noch sagen möchte, ist, ich habe mir jetzt so Mikrofone gekauft. Also das ist der schwarze Punkt hier auf meinem Shirt. Weil ich einfach gemerkt habe beim Schneiden auch von den Videos, die Soundqualität ist einfach kacke. Man versteht mich nicht immer und manchmal raschelt da was, gerade wenn der Hund dabei ist, raschelt im Laub und dann hört man mich wieder nicht richtig. Man hört nur das Laub und deswegen hat mir mein Schwager auch gesagt, wie wäre es mit so Mikrofone? Und dann kam, ja, wie wäre es mit so Mikrofone? Habe ich jetzt probiert. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Tonqualität und sowas. Könnt ihr auch mal in die Kommentare packen. Würde mich freuen auf ein kleines Feedback von euch. Wie immer, abonniert meinen Kanal, wenn ich euch sympathisch bin. Liked das Video, kommentiert, wie war eure erste Nacht? Seid ihr Anfänger? Habt noch nicht im Wald geschlafen? Wie hat euch das Video gefallen? Äh, habe ich euch irgendwie weiterhelfen können? Wenigstens ein kleines bisschen. Und wenn ihr Bock auf Wald habt, und wenn ihr Bock auf Schlafen im Wald habt, oder wenn ihr allgemein einfach Bock auf Natur habt, geht raus, verdammt nochmal, macht's. Ähm, ja, wir sind nur einmal auf dem Planeten, wir leben nur einmal. Und scheißegal, was alle anderen da draußen labern, macht's einfach, ja. Weil keiner sammelt für euch die Erfahrung, die müsst ihr selber sammeln. Und mit dem Ding beende ich jetzt das Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Ähm,
und mir beim Hampeln hier zuguckt. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, das Video konnte euch irgendwie ein bisschen helfen und hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst ein Like da oder sowas. Bis bald. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, der Autoschwabe ist wieder unterwegs oder sitzt in der Autoecke und trinkt, schlurft ein Bierchen. Das ist jetzt zum Beispiel leer geworden diesmal. Bis bald, euer Autoschwabe.